Jetzt hier in Ita angekommen, an der Lagune. Ja, der Bogen ist ganz gut gemacht. Er war aber vor 2 Jahren genau schon so in dem Zustand. Naja. Schauen wir mal, ob wir ein paar Krokodile erwischen. Ist das ein Vogelschnabel? Ach, da ist ein Vogel, ja, da hinten. Aber den wird man auf der Kamera nicht sehen. so ein, was weiß ich, Reiher oder so. Bei uns, ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, die werden bis zu 3 Meter, 3,5 vielleicht. Ita liegt ungefähr 30 Kilometer von Asunción entfernt. Wie ihr seht, leben hier in der Lagune auch Fische. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich habe aber keine Ahnung, was das für welche sind. Aber vielleicht wisst ihr das ja. Wäre schön, das mal zu erfahren. Der läuft fast über den drüber, der Vogel. Der Park ist ein sehr beliebtes Aussichtsziel, mitten im Stadtzentrum von Ita. Aber ihr braucht keine Angst haben, über diese niedrigen Abgrenzungen kommen die Tiere trotzdem nicht drüber. Und hier über diese Stege hat man auch die Möglichkeit, die Tiere auch noch mal näher oder aus einer anderen Sicht zu sehen. Und hier seht ihr auch noch mal das so richtig schön, dass es mitten in der Stadt ist. Die genaue Anzahl der in der Lagune lebenden Tiere ist leider nicht bekannt, aber es sind viele. Da liegen die alle. Ja, guck, da bewegt er sich genau. Jetzt sind sie alle in Action gerade. Jo, guck mal hier, der große. Ui, okay. Das ist gut. Bei uns hier im Chaco leben die Kaimanen in den teilweise in den Süßwasserlagunen, in den Teichen und je nach Regenzeit oder je nachdem wie tief diese Tümpel an den Straßenrändern sind, leben die sogar auch da drin. Die sind geiler mit dem Kopf so vorne im Wasser, Schwanz draußen. Und wie ihr seht, auch sie sonnen sich gerne, nicht nur ich. Diesmal sind auch richtig viele hier. Wo wir letztes Mal hier waren, war das nicht so voll. Oder es wirkte nicht so voll, waren nicht so viele draußen. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und die Kaimane sollen sogar mit den Reihern zusammenarbeiten. Also wenn die Kaimane im Wasser sind, setzen die Reiher sich auf den Kopf, dass sie besser fischen können. Und die Reiher dann nicht kriegen, die sammeln sich dann die Kaimane ein. Auch ein cooles Zusammenspiel. Auch wieder alles voll Fische hier. Das sind echt wirklich schöne, majestätische und vor allem beeindruckende Tiere.
Ja gut, einladen sieht das Wasser jetzt auch nicht unbedingt aus. Also da würde ich jetzt nicht gerade reinspringen wollen. Schatz, nimm das Boot. Nimm das Boot. So, hier der Steg ist auch noch mal richtig cool. Da hat man so einen fast Rundumblick. Außer halt das Stück, wo jetzt der Steg ist. Hier finden sich auch viele verschiedene Geräte. So Spielmöglichkeiten für Kinder oder Trainingsgeräte für Erwachsene. Auch Cafés und Essensmöglichkeiten finden wir hier. Das ist echt cool. Ja, das ist schon ein cooles Paradies für Groß und Klein. Also es lohnt sich wirklich, hierhin zu fahren. Wichtigste ist natürlich, dass jetzt hier im Mai auch noch der Weihnachtsbaum steht. Der kann nämlich nie schaden. Da wir auf den Winter zugehen, passt das ja von der Jahreszeit zumindest. Ist so ein Video drauf? Das war der erste Gedanke. Muchas gracias. Ja, Schatz, du hast es immer wieder drauf. Ich hoffe, das ist wirklich drauf. Du bist so fies. Witzig fand ich das jetzt nicht. Ja, es ist auch bei uns sehr viel schief beim Filmen. Jetzt nicht nur bei der Baustelle. Also viel Spaß beim nächsten Video. Ciao, ciao.